Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ich kann es selbst kaum glauben, es ist eben gerade passiert im Free Try. Ich wollte das Video eigentlich zu heute aufnehmen, dass ich 100 Tries gegen Hades mache und ihn damit dann eventuell hoffentlich live besiege. Jetzt ist es wieder im Free Try passiert, in den Free Tries, die ich sonst nicht aufnehme, die ich alle Stunde wahrnehme. Und es ist passiert. Hades ist gefallen, ja. Das ist so krass. Jetzt, ich weiß nicht, der vorletzte Gegner, den ich noch übrig habe, jetzt ist nur noch einer übrig und das ist Zeus und den werde ich definitiv, dieses und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht legen. Wir drücken mal auf OK und gucken uns den Kampf an. Es ist unglaublich, eben gerade passiert, ja. Wir haben Stufe 615 erreicht, was sehr, sehr nice ist, ja. Das ist eine sehr, sehr coole Zahl, wie ich finde. Zack. Und jetzt steht hier nur noch 10 von 10 Zeus. Alter Schwede, Junge. Das ist absolut krass. Wir haben hier ein paar Handschuhe bekommen. Für den Marquardt. Natürlich nicht wirklich worth, diese, großartig hier jetzt auszurüsten, ja. Ich lege das erstmal hier so weit hin. Ich verkaufe mal die Handschuhe. Und die werde ich nachher dann noch dementsprechend umwandeln und dann zerlegen. Wir schauen uns den Kampf an. Ich wollte euch eigentlich erst noch zeigen, denn wir speichern uns mal den Siegeskampf, denn ich habe heute, hier um 14:06 Uhr gerade ist das hier, ne? Und ihr seht, zack, eine Minute später halt die gleiche Aufnahme angeworfen. Heute Morgen um 8:50 Uhr hatte ich schon mal einen richtig guten Try gegen Hades. Den möchte ich euch vorher gerne einmal zeigen. Da habe ich mir schon gedacht, oha. Ja, oha. Das sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus für die 100 Tries, die ich jetzt vorhabe in dem Video. Und das war schon eine sehr, sehr gute Grundlage hier. Marquardt hat richtig nice rausgehauen, hat viele Crit-Treffer getroffen. Zwar nicht mit hoher Spanne, aber ging einigermaßen klar. Kunigunde relativ schlecht abgeschnitten, würde ich mal sagen. Dafür ich aber nochmal hier mit richtig viel Damage gedealt gegen Hades, 1,4 Milliarden Treffer, dann ein Nicht-Crit-Treffer, das wäre schon gewesen, 1,8 Milliarden, 1,6 Milliarden nochmal und dann nochmal 1,9 Milliarden. Und das war jetzt mein neuer bester Try, den ich heute Morgen dann gegen Hades hatte. Und jetzt einfach ein paar Stunden später habe ich wieder einen Free Try gemacht und haben damit Hades besiegt und sind Stufe 615 geworden. Und den gucken wir uns jetzt das erste Mal zusammen an, ja, und schauen mal, was hier meine Begleiter inklusive mir veranstaltet haben. Es muss ja wirklich alles immer haargenau stimmen, dass so ein Boss liegt. Ich hatte mal in die SF-Tools-Berechnung geschaut. Und da stand tatsächlich drin 3,5%, was ich eigentlich fast gar nicht glauben kann, weil so viele Tries, wie ich gegen den hatte, hätte ich den deutlich weniger eingestuft, bei unter 1% definitiv. Deswegen, das fand ich schon wieder ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, weil sowas ja schon mal aufgetreten ist auf meinem Server, als das neue Backend drauf kam, dass die Gegner gefühlt, nach SF-Tools 15% Wahrscheinlichkeit hatten, was, keine Ahnung, ungefähr, nicht mal 10 Tries braucht in der Regel so. Und ich einfach 1000 Tries gegen den gemacht habe und nichts passiert ist so, ne? Und das lag halt einfach daran, dass mit dem neuen Backend die Begleiter irgendwie nicht mitgezählt haben oder irgendwie kam es damals zu einem Fehler und das hat keiner gemerkt. Wäre keinem aufgefallen, bis ich dann, mit meinen YouTube-Videos halt eben überzeugt habe, dass ich hier schon immens viele Tries reingelegt habe bei einem Gegner, der 15% Chance hat und das eigentlich unmöglich ist. Und da wurde erst darauf aufmerksam gemacht oder entdeckt, aha, da kann was nicht stimmen. Und da wurden dann einfach die Begleiter nicht mitgezählt, ja. Oder der Begleiter Runshan oder irgendwas war da gewesen. Und deswegen, bin ich jetzt immer sehr skeptisch, was das angeht, wenn ich jetzt hier so sehe, ich gebe hier meine Chancen ein, das liegt hier bei 3,5% und liegt auch nicht, aber jetzt lag er ja. Ist aber trotzdem, muss man immer trotzdem aufpassen, dass das alles hier mit rechten Dingen zugeht. Denn, ne? Ja, jetzt hatte ich gar nicht so richtig auf den Try geachtet, wir scrollen nochmal durch, also meine Begleiter haben hier gut geregelt.
Ich selbst habe schon mal besseren Schaden rausgehauen, war aber nachher gar nicht mehr so nötig. Ich hatte ja schon mal 2,3 Milliarden, hatte ich ja schon mal gegen ihn hier ja, rausgezwirbelt. Ne? Wir hatten ja schon ein paar gute Tries hier abgespeichert und ja, diesmal haben aber die Begleiter gut geregelt. Ja, Zeus. Der erste Kampf gegen Zeus. Mal schauen. Das ist ein Brocken. Der schwerste Dungeon-Gegner im ganzen Spiel. Stufe 660. Ja, 250.000 Intelligenz, 500.000 Ausdauer, ein Magier mit 13,5 Milliarden Leben und auch noch extrem vielen Nebenattributen hier auch noch. Also das ist unglaublich krass. Ja, ein Gegner, der mir wahrscheinlich sehr lange zu schaffen machen wird. Meine Kunigunde kann gegen den natürlich wieder mal nichts unternehmen, da sie nicht ausweichen kann, weil es halt eben Magier ist. Und ja, die anderen Klassen sehen auch dementsprechend lost natürlich erstmal gegen Zeus aus. Ne? Wir können mal ein paar Tries machen, um zu gucken, vielleicht kommen wir ja mal bis zur Hälfte. Aber das sieht erstmal sehr, 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 sehr böse aus. Ich bin aber, muss ich trotzdem erstmal sagen, so froh und so stolz, dass wir jetzt das noch geschafft haben, den Hades zu besiegen. Und ja, jetzt wir nur noch hier den Zeus auf der Karte haben und danach haben wir quasi das Game dungeon-technisch komplett durchgespielt. Ja, danach gibt es nichts mehr, danach kommt nichts mehr, da ist vorbei, da ist finito, da ist nada, niente, ja, nix. Ja, das ist schon krass. Oh, ja, das ist schon mal ein guter Try hier, den speichern wir uns mal gleich ab. Aber das war wahrscheinlich auch schon sehr lucky. Ja, gucken wir mal an. Kann ja eigentlich nur mein Marquardt oder ich können hier regeln, weil so viel Damage kann mein Bertram und die Kunigunde nicht raushauen. Die Damage-Dealer sind halt nun mal wir. Okay, Marquardt gar nichts gemacht, komischerweise. Mal schauen. Ey, sag mal. Mal dieses ausgeloggt. Hoffentlich ist der Kampf jetzt noch da. Jo. So, gucken wir nochmal. Kunigunde, was die hier veranstaltet hat. Ja, die haut viele Crit-Treffer raus, aber tatsächlich habe ich hier den meisten Schaden gemacht. Mal schauen, auf wie viel Schaden sich das Ganze hier dann auch beläuft tatsächlich. Vielleicht haben wir hier einen schönen Crit-Treffer rausgehauen. Natürlich, weil es halt auch eben meine eigene Klasse ist, ne? Mein eigenes Attribut, was ich hier teile, ne? Hat er natürlich auch dementsprechend, oder deal ich natürlich dementsprechend wenig Damage gegen ihn, im Vergleich zu Hades jetzt zum Beispiel, ne? Was sich natürlich auch deutlich bemerkbar macht am Schaden. Und der Random-Faktor fällt halt eben auch weg, dadurch, dass Kunigunde nicht ausweichen kann. Das heißt, wir ja, sind sowas quasi wie ein Battle Mage, wo die Kämpfe ziemlich ausgeglichen sind, ziemlich balanciert. Und das Einzige, was darüber entscheidet, ja, ob wir den besiegen könnten oder nicht, ist halt eben die Range meiner Waffe. Das ist der einzige Random-Faktor, den es hier gibt bei dem Gegner. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Ganze jetzt in SF-Tools einlese, dass ich hier auch wahrscheinlich eine 0,0 Chance gegen den haben werde. Ja, also ich mache hier gute Tries, aber das reicht bei Weitem nicht. Und das sind wahrscheinlich schon fast mit die besten Tries. Ja, man kann jetzt wieder auf Krampf, komm raus, kann ich jetzt sowas machen wie Mission Zeus. Ne? Wer mich länger schon verfolgen sollte, der kennt bestimmt noch die ganzen Missionen, zum Beispiel Mission Spieletrend, Mission Unge, die wir in der Dauerschleife der Idole gemacht haben, die ja exorbitant viel Damage dealen, aber komplette Glass Cannons sind. Das heißt, wir mussten eben halt ja alles auf Damage legen und dann hatte ich mir tatsächlich für den Dungeon eine normale Intelligenzwaffe rausgesucht hier. Ja, also eine ganz normale Intelligenzwaffe gesockelt und darauf geachtet, dass ich hier eine dementsprechend krasse Spanne rechts raus haben werde. Ja, diese habe ich dann gekauft, dann habe ich dort einen Intelligenzstein reingemacht für meine Klasse und equipped. Das habe ich mit allen Begleitern auch gemacht. Das heißt, ich musste für Bertram dementsprechend eine gute Rechtsrausspanne finden, kaufe die Waffe, ja, werfe die dann in die Toilette, in der Hoffnung, dass eine Stärkewaffe für den Bertram rauskommt und das gleiche auch nochmal für die Kunigunde. Nochmal eine gute Waffe mit einer guten Rechtsrausspanne, mit dem, ja, weiß ich nicht, obwohl Attribut ist relativ egal, auch nochmal kaufen, auch nochmal durch die Toilette spülen, in der Hoffnung, es kommt eine Geschickwaffe raus mit rechtsraus guter Spanne.
also wenn du eine rechts raus gute Spanne schon kaufst und die durchspielst, dann behält die trotzdem eine gute Spanne für die jeweilige Klasse. Aber du musst halt erstmal das Glück haben, dann auch die Kundigunde-Waffe zu bekommen oder die Bertram-Waffe und das jeweilige Attribut dann halt eben auch, ne? Und da kann halt eben auch immer schon mal vorkommen, dass du halt eben, ja, anstatt Stärke Geschick kriegst oder Intelligenz, Ausdauer oder Glück, ja, und das ist halt eben ziemlich random gewesen. Und das war halt meine Mission. Und damit, ja, komplett equipped, also halt hier dann auch Geschickstein rein, die musstest du dann auch noch bekommen. Hier in Stärkestein rein bin ich dann in die Dungeons gegangen und habe dann, ja, quasi mit komplett Glass Cannon-mäßig aufgestellten Begleitern plus mir inklusive, habe ich dann versucht, diese Glass Cannon-Gegner dann auch zu besiegen und habe es tatsächlich auch geschafft. Ja, und das kann man natürlich mit ihm hier auch machen. Allerdings ist das jetzt komplett nicht worth. Also alleine diese Kosten, der Kostenaufwand war damals schon nicht worth gewesen für die Dungeon-Bosse in der Dauerschleife. Das war damals schon nicht worth und ist jetzt noch weniger worth. Einfach nur, ja, für ein bisschen mehr XP. Da kommt es dann halt auch drauf nicht mehr an, wirklich. Ne? Außerdem, ich sage es ja auch immer wieder, ich bin froh, dass ich hier überhaupt noch einen Dungeon-Gegner zur Verfügung habe, den ich jede Stunde mal angreifen kann, weil, ja, ich kann mir das nur vorstellen, ein paar Leute sind ja schon so weit, dass die sagen, ey, wir haben hier den Zeus besiegt und haben gar nichts mehr zu tun. Das ist ja dann noch langweiliger, ja. Da hast du ja einen kompletten Abschnitt des Spiels einfach abgeschlossen und kannst da gar nichts mehr machen. Also wirklich gar nichts mehr, ja. Das ist ja schon, wenn du die Unterwelt ausgebaut hast, komplett, da kannst du dann nichts mehr machen, außer Gold abholen. Wenn du hier alles ausgebaut hast und Edelsteinmine auf 100 hast, dann hast du auch nichts mehr zu tun, großartig, außer deine XP hier abzuholen und ab und zu mal einen Edelstein. Pets sind für mich schon durch, das Thema. Hier schon alles maxed, bis auf die Früchte, die ich mir noch hole hier. Kann ich ja auch nichts mehr machen. Ja, nur noch warten, bis ich die dann umwandle mit 632. Ja, als nächstes kommt der Dungeon dazu, wo ich nichts mehr tun kann. Also es wird auch wieder mal Zeit für, ja, also obwohl ich gesagt habe, ich bin der Fan von temporären Events, wird es dann auch mal wieder Zeit für krassen Late-Game-Content für die Spieler, die nichts mehr zu tun haben. Ja, und das wäre natürlich auch sehr, sehr nice, wenn man später im Spiel auch was implementieren kann. Das Game ist ziemlich überfüllt, anfangs und Mid-Game auch schon, aber im Late-Game fehlt es halt vorne und hinten und da sollte man eventuell hier und da noch, auch wenn es nur ein Dungeon ist, ja, vielleicht was denn auch implementieren. Kommt alles wahrscheinlich mit dem neuen Backend. Okay, aber für das Video heute soll es erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.